Willkommen, Servus und Hallo in einem Tipp für Elite Dangerous. Es geht um Rohmaterialien. Das ist ja eine mühsame Sache, immer mit diesen Steine klopfen, da die Steine abschießen, aber es gibt eben noch eine viel bessere Methode. Hirnbäume haben wir jetzt in Odyssey und die stehen auf den Planeten überall herum. Ich habe da in der Videobeschreibung auch einen Forumsbeitrag von mir verlinkt, den ich im Stellar Nebula Forum eingetragen habe, für verschiedene Hirnbäume-Arten schon mal, wo man verschiedenste Rohmaterialien, Polonium, Molybden, Quecksilber und so weiter finden kann. Ja, und wie das hier so funktioniert, will ich jetzt gerade mal zeigen. Bin jetzt hier zum Beispiel im System Synueve URB B331. Und da haben wir hier den Planet Nummer 1. Und auf diesem Planeten, ich habe den ja erstmal gescannt, sind die Werte erstmal hier aufgeführt und man sieht, hier gibt es Polonium und Quecksilber. Das ist das, was man dann eben bei den Hirnbäumen meistens so findet. Und wichtig ist, ich habe festgestellt, alle Hirnbaumplaneten oder Monde haben immer ein oder auch zwei biologische Eigenschaften und 2 oder 3 geologische. Also biologisch und geologisch. Es gibt also bei den Hirnbäumen auch immer diese Fumarolen, habe ich jetzt festgestellt. Die Fumarolen sind eigentlich immer da und auch so Lavafelder. Also diese Kombination, da sind Hirnbäume wahrscheinlich. Danach kann man dann eben auch mal versuchen zu suchen, wenn man weitere Planeten sucht. Wie gesagt, da bin ich jetzt gerade auf diesem Planeten. Und nachdem ich den abgescannt hatte, habe ich dann eben auch festgestellt, tatsächlich, da gibt es Hirnbäume. Nachdem ich dann eben da gelandet bin. Ja, und die verteilen sich dann auf dem Planeten überall. Und jetzt gibt es verschiedene Hirnbaumarten. Und das sieht man dann hier, die haben verschiedene Früchte. Ja, und die sind hier zum Beispiel die interessanten. Das steht dann auch in meinem Forumseintrag, dann in meinem Forumbeitrag genau drin, wo ich in der Videobeschreibung eben auch einen Link reingesetzt habe dazu. Ja, ich bin auf dem Polonium-Planeten und Ploem-Exkret, wie das hier heißt, das ist beispielsweise immer Material Grad 5. Ja, das heißt, wir holen uns jetzt mal dieses Ploem-Exkret hier runter und das ist Polonium. Da, zack, Polonium. Manchmal will es nicht so recht greifen. Achso, Moment, ich bin ja schon voll mit Polonium, darum kann ich es nicht nehmen. Sehe ich gerade, Inventar voll. Ja, ich brauche noch Quecksilber. Und Quecksilber, das ist ein Grad 3 oder 4 Material. Grad 3 oder 4 Materialien sind dann bei diesen Musidae-Samenhülsen. Ja, das ist die Frucht, wo dann die Grad 3 und Grad 4 Materialien drin sind. Diese Samenhülsen, die enthalten dann hier auf dem Planeten entweder Niob oder Quecksilber. Niob habe ich auch schon voll, brauche ich nicht mehr. Da ist Quecksilber. Ja, da kann ich noch ein paar Brocken gebrauchen. Ja, das hängt eben von dem Planeten ab. Ja, nochmal Niob. Ja, das war's. Haben wir noch eine? Ne, wir haben nur noch eine polyporöse Wucherung und bauen mit dieser. Das sind dann Materialien Grad 2 oder 3. Das ist wohl der da hinten steht, genau, der da abseits steht. Ja, wenn man das jetzt abgefarmt hat, dann nützt es nichts auszulocken und wieder einzulocken. Das baut sich nicht neu auf. Das heißt, dass das 2 Wochen dauert, bis dann die Früchte wieder gewachsen sind. Das ist Zink. Ja. Wie gesagt, Material Grad 2 oder 3. Ja, das heißt, wenn man dann eben so eine Stelle abgefarmt hat, muss man die nächste Stelle suchen. Aber
bei Odyssey sind eben die Hirnbäume wirklich dann auf dem ganzen Planeten verteilt und wie man sieht, ich fahre hier gerade ein Stück weiter und da habe ich schon wieder zwei kleine Wälder, da eine rechts, eine links. Man sieht die auch besser, wenn man Nachtsicht einschaltet. Ja, da kann man die noch besser erkennen. Mit der Nachtsicht. So, das gibt es dann als Frucht auch noch, diese Cordycepin-Bucherung. Das sind Materialien Grad 1, also das ist Eisen und so. Das sind die ganz einfachen Materialien. Ja, da haben wir hier wieder zwei Blöm-Exkrete, das wäre wieder jetzt in dem Fall Polonium und in den Samenhülsen dann entweder Niob oder Quecksilber. Genau, das brauche ich noch. Das habe ich allerdings jetzt auch gleich voll. Und dann kann ich Tellur suchen als nächstes. Wo ist das Teil? Da hinten. Also die Bäume, immer wo hier so kleine Hügelchen sind, auf diesem Planet, die sind immer bestückt mit allen möglichen Varianten. Also diese Phloem und diese Samenhülsen und so. Das ist manchmal etwas schlecht. Ach da, Niob. Naja. Gut, Niob. Ach, jetzt ist es wieder so eine ewig weit weg immer. Ja, Mann. Aber, naja, immer noch besser als nach diesen Steinen gesucht, wo man sich da tot fährt. Quecksilber, yeah. So. Zack, Quecksilberlager voll. Ja, da rufe ich mal mein Schiff herbei. Und jetzt muss ich natürlich mal schauen. Gehen wir mal auf die Galaxiskarte. Ich bin hier in dieser Gegend. Das ist hier von der Bubble, sind das so ungefähr 500 bis 600 Lichtjahre weit weg. Ja, in diesem ganzen Bereich habe ich jetzt schon verschiedene Hirnbaumplaneten oder Monde gefunden mit entsprechenden Materialien, mit verschiedenen Materialien natürlich. Und wie gesagt, Hinweis auf die Videobeschreibung, da steht das nochmal genauer, die einzelnen Systeme und die Planeten auch oder Monde in dem Link zu dem Forum. Und da machen wir das jetzt so, wir gehen jetzt in Inara und da habe ich hier mein Sternensystem eingetragen, in dem ich gerade bin und jetzt suche ich nach Tellur. Und dann klicken wir hier nur an, nur landbar. Wichtig ist, Vulkanismus muss auf jeden Fall eingetragen sein. Kann man im Endeffekt alles so lassen. Und hier dann Tellur eintragen und nur landbar anklicken. Und dann auf Suche. So, da haben wir den Synuefe. Den kopiere ich mir jetzt in die Zwischenablage. 1,6% Tellur. Und das tragen wir dann hier ein. Steuerung V. Zack. Da ist der. Nicht weit weg. 2 Sprünge. Ja. Ja, das kenne ich jetzt noch nicht, das System. Muss ich jetzt mal reinfliegen und muss mir anschauen, was da für Planeten sind. So, da sind wir angekommen. Jetzt erstmal weg von der Sonne ein bisschen. So, und da können wir abbremsen. Schauen wir uns das System mal an. Da gibt es aber viele. Wie weit? 4200. Okay, das geht noch. So, jetzt schauen wir hier mal in die Beschreibungen rein. Standorte, Eigenschaften. Da gibt es 3 geologische. Also da gibt es schon mal nichts Biologisches. Man kann natürlich nicht ganz sicher sein.
Wir müssen biologisch und geologisch haben. Bei diesem NV, man kann nicht ganz sicher sein, ob es wirklich da keine interessanten Sachen gibt, aber in der Regel, ich gehe mal davon aus, dass das ordnungsgemäß da angezeigt wird. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Da muss ich mir den nächsten suchen. Das wäre dann der hier, der D837. Diese Linien mal wegmachen. Der ist hier. 236 Lichtjahre. Frameshift drive charging. Mal gucken. Naja gut, das lohnt sich nicht alles. Was haben wir hier? Biologisch 1, geologisch 3. Das sieht gut aus. Das sehen wir natürlich noch nicht, ohne dass wir den gescannt haben. Und auch seine Werte nicht. Ja, aber der sollte dann eben Tellur haben. Ich gehe nochmal zurück zu Inara. Das ist der A8FA, ist das eigentlich mit dem vielen Tellur. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das müsste der sein. A8FA. Ah ja, das sind dann diese beiden. Ja, das heißt, wir kommen jetzt nicht dran vorbei, das System mit dem VSS mal zu scannen. Also erstmal bremsen hier. Runter auf 0. Und in den Vollspektrum System Scanner rein. So, da geht's los. System scan complete. Okay. Das System haben wir durchgescannt. Dann können wir wieder rausgehen. Und dann holen wir uns jetzt den hier ins Ziel. Wenn wir den mal jetzt scannen, noch den Einzelplanet scannen. Sobald der näher gekommen ist und der Planet ziemlich in dem gelben Ring drin ist, dann können wir runtergehen auf 0. Und das sagt er jetzt zu schnell, aber wir haben ja schon auf 0 gestellt. Mal drüber gehen, sicherheitshalber nicht, dass wir da hier aus dem Supercruise geholt werden. So, dann kommen wir in den DOS. 7 Sonden will er. Schieß mal 3 ab, die sollten reichen. Surface scanned by 50%. Surface scan complete. So, was gibt's da? Lavafeld, Hirnbäume. Yeah, genau. Fumarolen, Schlote, Lavafelder, Hirnbäume. So, da stellen wir das ein auf Hirnbäume und man sieht, es ist alles blau. Das heißt, der ganze Planet komplett voller Hirnbäume. So, dann suchen wir uns mal eine Stelle, die hell ist, die von der Sonne beschienen ist. Ich habe keinen Bock im Dunkeln zu landen. So, dann machen wir den Kampfmodus mal ein, damit wir das sehen. So, dann suchen wir uns eine nette Stelle. Da gibt es überall Hirnbäume, wie man sieht.
alles blau. Wir müssen immer mindestens auf 200 Meter runter, sonst sieht man nichts. Nachtsicht ein. Und da ist schon ein Hirnbaum zu sehen. Da steht einer. Ja, jetzt sieht man noch mehr. Das sind aber jetzt nur vereinzelte. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch keinen größeren Wald hier. Aber das findet man dann auch schon. Wir können uns ja hier mal umschauen. In der Nachtsicht sieht man das schön. Ups, aua. Zu tief. Hier auf den ersten Blick ist auch kein Wald. Na gut. Stehen nur so ein paar vereinzelte, aber das findet man dann auch schon mit dem SRV. Wenn man dann rumguckt. Ja, weil man hat hier schon nur eine beschränkte Sichtweite. Die ist nicht so dramatisch weit. Ja, da ist ein Wald, da auf der linken Seite. Schon mal gut, das kann man dann ja schon als Wald bezeichnen. Ja, und da ist eine aufgetaucht, auf der rechten Seite, da hinten. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Können wir hier mal schön landen. Landing gear deployed. Und dann geht's raus ins Freie. High gravity warning. High Gravity. Handbrake is on. High Gravity, da lässt sich besser fahren. Das ist auch nicht falsch. Ja, wenn wir hier nochmal in die Planeteninfo reinschauen, dann sehen wir hier, Tellur ist relativ selten und Quecksilber. Ja, das heißt, ein relativ seltenes Material. Da brauchen wir also mindestens mal diese Muside-Samenhülsen. Nun, jetzt bin ich überall hier rumgegurkt, in der ganzen Umgebung da, und überall nichts Vernünftiges an den Bäumen, an Frucht, nur diese polyporöse Wucherung. Ich brauche aber Tellur. Das ist dann eben mindestens mal eine Samenhülse wert. Nichts zu finden. Nur polyporöse Wucherung, aber ich hatte das schon mal. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen mal rüber in Horizon. Wir sind in Horizons. Im Schiff habe ich ja jetzt gesessen, ne? Also du musst schon im Schiff sein. Und dann musst du ausloggen und ins Horizons einloggen. So habe ich das bis jetzt immer hingekriegt. Irgendwie wird das, ich weiß nicht, falsch generiert, würde ich mal sagen, diese Planetenoberflächen mit den Hirnbäumen. So kommt mir das jedenfalls vor. Und aus irgendeinem Grunde wird es von Horizons aus dann irgendwie resettet. Im Horizons sind ja diese Bäume dann nicht überall verstreut, sondern da gibt es ja dann Markierungen. Da gibt es dann Point-Markierungen. Ja, ich bin jetzt an derselben Stelle, wo ich schon war. Aber hier gibt es nirgends Bäume. Ja, das heißt also jetzt, wir gucken mal in die Übersicht hier und dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Da müsste jetzt eigentlich biologisch angezeigt werden. Aber da stehen nur geologische drin. Also ich habe das an einem anderen Planeten auch schon so gemacht und da stand dann eben biologisch. Wenn der in Odyssey gescannt ist, dann ist der in Horizons auch zu sehen. Sieht man ja an diesen geologischen Einträgen. Also das muss ein Bug sein. Da müssten jetzt eigentlich eben auch biologische Pois angezeigt werden. Ja, ich werde jetzt jedenfalls einfach mal so eine geologische Stelle anfliegen, landen, wieder in den SRV umsteigen und dann ausloggen und in Odyssey wieder einloggen.
So hat das bei mir jedenfalls bisher geklappt, dass ich dann eben praktisch diese Bäume resettet hatte. Und naja, dann sehen wir gleich, wie es weitergeht. Jetzt bin ich da gelandet an so einer geologischen Stelle, an so einem geologischen Koi. Und wie man sieht, da ist nirgends irgendwo ein Hirnbaum zu sehen. Ja, da sind jetzt also nur hier diese Fumarolen, sonst nichts. Naja, der nächste Schritt ist jetzt dann zurücklocken wieder ins Odyssee und dann schauen wir uns da die Hirnbäume in Odyssee jetzt wieder an dieser Stelle. Und das wäre jetzt der nächste Schritt. Also anhalten und im SRV zurücklocken. Also zurücklocken jetzt ins Odyssee im SRV. Nun wieder eingeloggt im Odyssee. Und da bin ich noch ein bisschen rumgefahren, musste noch ein bisschen umherfahren, um da hier ein paar Hirnbäume zu finden erstmal. Und siehe da, Phloem-Exkret. Ja, also nicht nur diese polyporöse Wucherung jetzt plötzlich, wie ich jetzt die ganze Zeit an jedem einzelnen Baum vorher hatte. Ja, also dieses Umloggen ins Horizons, auf dem Planet dann runter, in Server gestiegen und dann wieder zurückgeloggt ins Odyssey, hat das irgendwie resettet jetzt. Jetzt haben wir also auch die anderen Früchte hier an den Bäumen. Jetzt haben wir hier Tellur. Ja, und diese Phloem-Exkret mit dem teuersten Material dann. Das ist in dem Fall hier halt Tellur. Ja. Und das ist diese polyporöse Wucherung wieder da. Das ist das billigste Zeug, das einfachste. Und das habe ich ja jetzt vorher eigentlich nur an den Bäumen gehabt auf dem Planet. Da konnte ich stundenlang rumgurken, ohne dass ich irgendwann andere Frucht gesehen habe. Ja, hier haben wir jetzt wieder diese Samen. Da ist Quecksilber drin. Ja, jetzt scheint irgendwie der Planet durch dieses Umloggen ins Horizons resettet worden zu sein. Ja, also zumindest funktioniert das. Das ist ja dann schon mal eine gute Sache. Ja, aber sehr interessant allemal. Ja, da guckt man ein bisschen weiter weg und dann sowas. Das ist ja richtig toll hier. Ja, das sind nur die guten Sachen. Ja, das sind hier die Grade 5 Materialien und das hier sind 3 und 4 Materialien. Schön, sehr schön. Können wir jetzt sammeln. Ja, also so läuft das mit den Hirnbäumen und eben auch den Planeten und Finden und so von den Planeten. Und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.